Hallo meine Lieben, heute soll es mal darum gehen. Ich habe meine Schablone, die kennt ihr ja schon. Die habe ich wie gehabt, die Führung von der Kantenfräse einfach wieder hier festgeschraubt. Verstellen brauchen wir das jetzt nicht, das bleibt einfach so in dem Fall. Hier ist ja meine Führung drin mit der Schiene. Jetzt habe ich mir hier noch eine kleine Vorrichtung gebaut. Einfach ein Stück Platte, rechts und links mit dem Hölzchen, was jetzt genau hier drauf passt. Zack. Jetzt kann ich das hin und her schieben. Verdrehen kann sie es ja nicht. Ist ja wie auch geführt, rechts und links. Und dieses Teil soll jetzt dafür sorgen, dass ich Kreise schneiden kann, fräsen kann mit der Kantenfräse. Jetzt bohre ich mir hier ein 6 mm Loch rein, wo ich dann einfach oder ein 4 mm Loch reicht eigentlich auch, wo ich dann entweder eine Schraube oder einen Bohrer verkehrt rum hier durchstecken kann in meinem Plattenmaterial als Führung. Und hier mache ich mir 2 Löcherchen rein, wo ich einfach 2 kleine Spacksschrauben in die Schablone reinschraube. Also das heißt, ich nehme den halben Radius von meinem Kreis, stelle das hier ein, schraube das fest, mache mir in mein Werkstück ein Loch, führe den Bohrer oder ein Fräser geht auch hier rein, einfach in den Mittelpunkt vom Kreis. Und der Plan ist dann, dass ich die Fräse dann einfach einmal im Kreis rumführe. Das probieren wir jetzt. Jetzt bohren wir da einmal ein Loch rein, machen hier 2 Spackse rein, messen uns den Radius und dann geht schon los. Ich habe mich jetzt für einen 6 mm Bohrer entschieden, also ich mache das Loch 6 mm und stecke dann da auch einen 6 mm Bohrer rein. 4 mm würde auch gehen oder 3 mm oder mache ich es doch dünner. Wir nehmen doch einen 4 mm Bohrer. Das ist besser. Dann habe ich ein kleineres Loch in meinem späteren Kreis. Genau. So, Schnellspannfutter. Jetzt bohren wir uns da ein Loch rein. Erstmal trocken vortupfen. Das mache ich ganz gerne, dass ich den Bohrer einmal erst aufsetze, gerade in so weichem Material. Dann kann das schon mal nicht mehr hin und her rutschen und man findet die Position sofort. Das war schon. Und jetzt können wir eigentlich unseren Bohrer verkehrt rum da reinstecken. Genau. Ja, ein bisschen können wir nochmal mit der Hand vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht noch ein paar Späne drin. Jetzt sollte der Bohrer eigentlich da reinpassen. Genau. Und jetzt kann ich mit der Führung in meinen Mittelpunkt vom Kreis mit der Frässchablone eintauchen. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt bohre ich noch hier 2 kleine Löcher rein, um diese Platte an meiner Schablone dann zu fixieren und einzustellen. Das mache ich einfach mit dem Akkuschrauber, das braucht jetzt nicht gerade zu sein. Einmal. Zweimal. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt stellen wir uns das hier drauf. Können uns auch schon den Fräser hier reinmachen. Ja. Jetzt können wir uns den Mittelpunkt messen. Wir können die Kantenfräse noch ein bisschen tiefer machen. No. Verkehrt rum.
So, jetzt ist sie drin. So, jetzt machen wir unser Plättchen hier drauf. Wie rum ist egal, weil das Loch ja genau in der Mitte ist. Jetzt kann ich den hin und her fahren und kann mir jetzt meinen Mittelpunkt finden. Wir machen mal ungefähr 10 Zentimeter. Ja, weiter kann ich gar nicht dran. Gut, ich könnte die Führung noch abschrauben, aber dann wird der Kreis ein bisschen größer. 10,5 wird es dann. Jetzt schrauben wir uns unsere, ja, man kann sagen, zweite Schablone einfach hier drauf. Einmal. Eine Schraube würde im Prinzip eigentlich auch ausreichen. So. Jetzt stecken wir unseren Bohrer verkehrt rum hier rein. Der kommt jetzt unten raus, wie ihr hier seht. So weit braucht er gar nicht, so vielleicht. Und jetzt gucke ich mal, ob ich ein Werkstück finde. Und dann fräsen wir das raus. Bis gleich. So, meine Lieben. Ich habe jetzt ein Restholz hier aufgespannt. Und ich möchte jetzt nicht auf einmal die Materialstärke fräsen. Das heißt, ich habe jetzt nur die Hälfte von der Tiefe eingestellt, weil das sonst zu viel wird. Ich habe jetzt den 4 mm Fräser in die Mitte von dem Kreis reingesteckt. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Ich muss natürlich jetzt das erste, ihr seht ja, die steht jetzt schief. Ich muss jetzt einmal in das Material eintauchen und dann kann ich einmal rundherum fräsen. Also ich hebe jetzt ein bisschen hoch, mache die Maschine an. So, jetzt sind wir einmal halber Durchmesser tief reingefräst. Jetzt stellen wir uns die Fräse tiefer. Für das volle Material kann man ein Reststück nehmen von der Platte. Noch ein bisschen tiefer. So, so werden wir einmal komplett durch. Machen wir uns die Fräse wieder fest. Suchen wieder unser Loch in der Mitte. Da sind wir schon drin. Heben die wieder ein bisschen hoch. Machen die Fräse an und dann geht es weiter. Jetzt bin ich wieder aus meinem Loch raus. Wo ist mein Loch? Jetzt bin ich, glaube ich, drin. Ja. Immer warten, bis die Fräse wieder steht. Dann können wir das rausziehen. Und jetzt haben wir unseren perfekten Kreis. Einfach genial mit der Kantenfräse. So einfach geht's. Und ich kann den Radius immer verstellen, indem ich die 2 Schräubchen hier rausmache oder nur lose drehe. Man könnte sich hier auch noch Langlöcher reinfräsen, dass man auch mit einer Rändelmutter und mit einer Schraube das verstellen kann. Aber wofür?
Und so kann ich immer meinen Radius, meinen Durchmesser von dem Kreis einfach verändern. Ist doch genial. Ganz einfach mit ein paar Brettchen einfach gelöst. Und die Kreise sind wirklich, guckt euch das an, 100%ig. Schnittkante, sauber. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ich denke schon. Ist doch mega, oder? Das geht dann, man kann es auch mit der Kreissäge machen, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, da könnt ihr mal gucken, das geht auch. Oder natürlich am einfachsten, am schnellsten ist es mit der CNC-Fräse. Aber die hat nicht jeder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr die Maschinen euch anschauen wollt, die ich alle habe, die sind unter meiner Videobeschreibung sind die verlinkt nach Amazon. Die könnt ihr da auch drüber bestellen. Kostet nicht mehr, mir bringt es ein paar Cent ein. Wäre schön von euch, wenn ihr es eh kaufen wollt. Bitte abonniert mich und einen Daumen hoch nicht vergessen. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.